Hallo zusammen, heute befinden wir uns im MBO Studio. Wir werden heute ein Interview mit Jessica Smolarek durchführen. Wir werden über Hygienestandards und über verschiedene andere Themen sprechen. Hi Jessica. Hi Patricia, vielen Dank für eure Einladung. Jessie, ich freue mich, dass du mit uns hier dabei bist und dass du Zeit gefunden hast. Mich würde interessieren, wie bist du zu der Beauty-Industrie gekommen und warum bist du so erfolgreich? Hi Patricia, ich bin schon eigentlich in die Beauty-Industrie reingeboren, denn meine Mutter, die hat jahrelang ein Kosmetikstudio gehabt, also war ich schon als Teenager und als junges Mädchen immer Beauty-addicted und habe auch natürlich viele Kosmetikstudios kennengelernt, weil sie auch auf internationalen Kongressen war und mich dann natürlich auch mitgenommen hatte, sodass ich gesagt habe, ich würde gerne auch mehr in die Beauty-Industrie rein. Sie hatte mich natürlich gebeten, erstmal eine richtige Ausbildung zu machen, wie es in Deutschland halt üblich ist. Das habe ich dann auch gemacht im öffentlichen Dienst. Und ja, was ist das Wichtigste? Regeln, Verordnungen. Und Genau. das ist bei mir einfach nicht nur im Blut geblieben, sondern auch das Wichtigste, dass man einfach nicht nur sich selbst schützt, sondern auch den Kunden. Und deswegen bin ich so glücklich, dass ich mit euch bin und sein darf. Okay, Jessie, meine Frage ist, ich würde mich jetzt gerne auf die Hygienestandards konzentrieren. Meine erste Frage ist, wie sah deine Rückkehr zur Arbeit nach der ersten Pandemiewelle aus? Ich habe es eigentlich gar nicht so schlimm empfunden, wie es natürlich jetzt in den Medien verbreitet worden ist. Denn bei mir steht der Hygienestandard schon bevor es überhaupt ein Covid gab. Denn es gibt schon weitaus andere Viren, Bakterien, Keime, die einfach, da spielt Covid-19 eine ganz kleine Rolle. Man muss schon von vornherein wissen, dass wenn man in dem Bereich, wenn man mit dem Beauty-Bereich oder in irgendeinem Bereich glücklich sein möchte, dass man einfach von Null anfängt. Und Null bedeutet für mich, wenn ich in den Laden reinkomme, muss es nach Frische, Sauberkeit und Hygiene riechen. Und das ist einfach auch das Wichtigste in meinem Betrieb. Und deswegen bin ich so erfolgreich, weil es bei uns einfach oberste Priorität ist. Die Kunden hatten schon damals, meine Mutter hatte ein Nagelstudio gehabt und da hatte jede Kundin ihre eigene Feile, ihren eigenen Buffer. Es war alles in einer Plastikverpackung verpackt und da hat noch gar keiner drüber gesprochen. Und wenn man jetzt in anderen Studios einfach mal manchmal einen Einblick macht, weil mal unsere Nagelstylistin zum Beispiel keine Zeit hat, schwanger ist und man mal fremd gehen muss in ein anderes Nagelstudio und einfach mal sieht, dass die Feilen bei der Kundin davor schon benutzt wurden oder die Fräseaufsätze, Genau. dass es einfach nicht sauber und steril ist und dass man dann wirklich so schnell mal das Pilz sich einfängt und dann fragt, oh Gott, woher habe ich den denn? Und den Fehler dann immer bei der Behandlerin sucht, finde ich das einfach sehr wichtig, dass man von vornherein schon darauf achtet. Ja, wenn wir zum Beispiel in ein Modegeschäft gehen, schauen wir ja auch, wenn da schon ein Pulli hängt mit irgendeinem Make-up-Brand, dass wir sagen, boah, das ist eklig, den probiere ich nicht an. Und warum nicht in der Beauty-Branche? Da gibt es einfach noch viel zu wenig Regeln und viel zu wenig Verordnungen. Genau, da stimme ich auch hundertprozentig zu. Genau, damit stimme ich auch hundertprozentig zu. Und das ist so, wie du es gesagt hast. 100%. Ja. Okay, gehen wir zu der weiteren Frage. Was hältst du von dem Sicherheitsbewusstsein in unserer Gesellschaft in Deutschland? Also du hast schon etwas bisschen darüber erzählt vorhin, aber allgemein in Deutschland und im Gegensatz zu anderen Ländern, wie ist das Sicherheitsbewusstsein in Deutschland? Also ich muss ehrlich gestehen, ich komme ja eigentlich aus der Hauptstadt, also ich bin ursprünglich Berlinerin, bin jetzt nach Dresden, weil Dresden etwas kleiner ist und auch der Markt hier noch viel sauberer ist, weil zum Beispiel im Vergleich zu Berlin, das ist meine persönliche Meinung, Ja. in Berlin kann jeder ein Studio aufmachen, egal was er für eine Ausbildung hat. Das ist halt das Schlimme. Genau. Die Leute haben keine Ahnung und Hygiene wird auf den Wochenendkursen nicht gelernt. Ich finde, da ist Deutschland wirklich noch verschlafen und mit beiden Augen geschlossen, denn man muss sich überlegen, in Polen oder in Italien, da gibt es so hohe Standards, da gibt es man braucht einen richtigen Gesellenbrief, damit man überhaupt in diese Branche darf. Und in Deutschland darf jeder ein Kosmetikstudio aufmachen. Ja, und der darf unter die Haut gehen, jeder darf tätowieren und da gibt es keine Auflagen. Und jetzt ist natürlich das Geschrei groß.
warum Pandemie und man muss die Kosmetikstudios, den Lockdown, na natürlich, weil es dann noch nicht mal richtige Vorschriften gibt. Wenn es wirklich, es gibt ja noch nicht mal eine Vorschrift, dass man ein Sterilisationsgerät braucht und das wäre für mich, ohne das würde es für mich gar keinen Gewerbeschein geben. Genau, Naja, genau. Und wo du es gesagt hast, man braucht keinen Autoklaven. Warum? Warum hast du einen Autoklaven? Warum, wenn es keine Regel dafür gibt, warum hast du einen Autoklaven in deinem Studio? Naja, das ist eigentlich ganz einfach zu beantworten, denn ich arbeite ja so nah am Kunden, sprich, ich gehe unter die Haut mit meinem Microblading, also mein Hauptgebiet ist die Pigmentierung und ich mache hauptsächlich Augenbrauen und auch die Lippenpigmentierung und wenn man mit dem Blade unter die Haut geht, das ist nicht nur das Blut, weil manche Kunden die bluten überhaupt nicht. Es sind die Lymphflüssigkeiten, das ist überhaupt, jeder Kunde hat, eigentlich muss man davon ausgehen, dass jeder Kunde irgendeinen Erreger hat. Und man muss sich selbst schützen und man muss auch die anderen Kunden schützen. Und man kann man kann den Virus dann nicht verbreiten und es einfach wie Popcorn dann sprießen lassen. Und das ist ja wirklich so. Es ist wie eine heiße Pfanne und das ist wie Popcorn und es poppt einfach auf. Und so sind auch Viren, ne? Man denkt sich, ach Mensch, bei der einen Kundin, ich spritze es einfach mal mit Desinfektion ab. Das ist nicht Reinheit. Nein, das ist nicht der beste Weg. Ja, die Gegenstände sind dadurch nicht steril. Und deswegen dachte ich mir, ich habe schon lange danach gesucht, aber meistens hat mir das Design nicht zugesagt, wie ich gesagt habe, zu klobig, sieht ein bisschen billig aus, nicht gut verarbeitet. Und ich lege in meinem Wert wirklich, ich möchte zu den Premium-Beauty-Geschäften gehören. Und ich habe mir gesagt, in Berlin ist es schwer, weil es einfach, ich habe mir alles selbst aufgebaut, habe keinen Investor, habe alles alleine aufgebaut in eigener Kraft. Und habe gesagt, wenn, dann möchte ich zum Premium-Sektor dazugehören. Nicht zu so einem kleinen Lieschen-Stübchen mit 30 Quadratmeter, sondern groß hinaus. Und das kann man wirklich nur, wenn man auf diese Sachen achtet. Und der größte Punkt ist normal Hygiene. Genau. Hier stimme ich auch wie immer 100%ig zu. Und meine letzte Frage für heute. Wie findest du die MBU-Safe-Kampagne? Könntest du ein bisschen darüber erzählen? Die MBU-Safe-Kampagne hatte ich schon, da wurde ich von euch darauf aufmerksam gemacht. Und das ist für mich einfach nur grandios, weil man muss die Leute viel mehr aufklären. Es ist immer noch so, viele Partnerstudios, die benutzen auch schon irgendwie irgendwelche Sterilisatoren, wo ich immer sage, die sind doch noch nicht mal geprüft, diese haben nicht den medizinischen Standard, du weißt noch gar nicht, also die Leute, die suchen meistens was Günstiges und ich bin halt davon überzeugt, dass der MBU das Preis-Leistungs-Verhältnis hat, was super stimmt. Das Design, er entspricht allen medizinischen Richtlinien. Der Kundenservice ist grandios. Ja, wenn man den bestellt, er ist innerhalb von, ich glaube, mein MBU war innerhalb von 3 Tagen da ordern. Also wirklich einmalig und deswegen bin ich so glücklich mit der Firma. Und ich suche immer für meine Kunden nur das Beste und ich weiß ganz genau, dass der MBU für mich und für meine Standards und für mein High-Class-Level einfach das Beste ist. Danke, Jessie, dass du mit uns dabei warst und dass du mir alle Fragen beantwortet hast und ich hoffe, es hat dir auch gefallen. Ja, es hat mir sehr gefallen. Vielen Dank, dass ihr mich heute ins Interview eingeladen habt. Und nochmal eine Botschaft an meine ganzen Kolleginnen da draußen. Es ist wirklich so wichtig und wenn ihr zu den Besten gehören wollt, dann ist es wirklich wichtig, mit der Hygiene anzufangen und da kann ich euch wirklich den MBU wärmstens empfehlen. Danke dir, Jessie. Bis bald. Ciao. Tschüss. Danke, dass ihr mit uns wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bleibt immer safe. Danke. Tschüss.